Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und Melanie habe ich natürlich auch wieder mit am Start. Und wie ihr schon hinter mir erkennen könnt, wir haben heute eine Special-Mission. Wir mussten hier so hier runter, um an diesen Ort zu kommen. Und zwar besuchen wir heute hier eine Luftschutzanlage, eine alte Industrieluftschutzanlage, die hier für Personen gedacht gewesen sind, die hier in den angrenzenden Firmen gearbeitet haben. So wird ein Schuh draus. Bin schon wieder total Banane im Kopf, weil wir mussten jetzt hier einen richtig steilen Weg nach unten. Wir haben das nicht aufgenommen oder gefilmt, weil es einfach zu riskant ist. Da möchten wir einfach kein schlechtes Beispiel nach außen transportieren, nur euch einmal mitteilen, dass das saugefährlich ist und dann vielleicht auch nochmal die Information an euch, sich daran jetzt kein Beispiel zu nehmen. Wie gesagt, wir haben es nicht aufgenommen, langes Palaver. Wir gehen jetzt hier direkt in die Luftschutzanlage rein und schauen, was wir hier finden können. Und ja, bleibt dran. Wir gucken jetzt hier einfach mal rein. Was mir am Anfang aufgefallen ist, ist hier schon mal ein Schriftzug, den man leider nicht mehr ganz so gut erkennen kann. Und hier war eine massive Tür. Und das ist dieser Schleusenbereich. So, Licht an. Man sieht auch hier, dass die Industrieanlage hier fleißig irgendwelche Formen und so weiter hier mal abgelegt hat. Aber es muss schon länger her sein. Und hier ist noch ein richtiger, also Reste von einem Tier. Ein krasses Skelett hier. Also man kann hier erkennen, das wird wahrscheinlich ein Reh oder irgendwas gewesen sein. Ja, aber das ist auch so ein Problem. Die verirren sich dann hier rein, kommen vielleicht nicht mehr ganz raus, kriegen Panik und sterben halt auch. Ne? Das ist halt wirklich schade. Das ist auch krass, was das hier für Formen sind, für Werkzeuge. Ja, wie gesagt, wir sind in einer Luftschutzanlage, natürlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die ist speziell hier an der anliegenden Industrie errichtet worden, weil die natürlich damals auch die Aufgabe hatten, für Luftschutzanlagen zu sorgen. Natürlich auch ein Eigeninteresse, damit das Personal geschützt ist, die Arbeiter. Inwieweit jetzt hier angrenzend Zwangsarbeit gewesen ist, kann ich jetzt leider mit Sicherheit nicht sagen, weil mir die Information nicht vorliegt. Aber man kann eigentlich schwer davon ausgehen, weil im Ruhrgebiet, wo wir uns befinden, ist auch massiv Zwangsarbeit eingesetzt worden. Da war jetzt letztens erst ein Fall, wer sich vielleicht interessiert, beziehungsweise die lokalen Nachrichten verfolgt in Dortmund, war jetzt auch wieder aufgedeckt, dass da ja, ein Lager war mit über 70.000 Zwangsarbeitern, ja, mitten im Ruhrgebiet. Und so viel dazu, dass viele Menschen davon nicht Bescheid gewusst haben, weil solche Sachen, die wirklich teilweise in den Städten auch direkt passiert sind, die konnte halt auch keiner übersehen. Ne? Boah, und jetzt gehen wir hier rein. Also das war dieser Schleusenbereich, ein Zugang. Und da ist auch schon Melanie. Krass. Oh, hier ist schon mal ein sehr interessanter Schriftzug. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Für Werksfremde mit rotem Ausweis. Vermutlich, ja, Werksfremde, ne? Das kann schon sein, entweder Zivilisten, die jetzt zufällig auch gerade irgendwie präsent gewesen sind, dass die sich hier reingeflüchtet haben. Oder mit rotem Ausweis, das ist sogar vielleicht Fremdarbeiter. Oder Werksfremden, weiß ich nicht. Es klingt eher so nach Zivilisten, also die nichts mit dem Werk zu tun hatten. Und hier direkt daneben nur für Frauen. Also wird dieser Bereich explizit halt für Frauen gewesen sein. Also so eine Differenzierung in den Anlagen habe ich auch noch nicht gesehen. Und hier gleich der nächste Schriftzug. Also geht es gleich richtig los. Rauchen verboten und das gar nicht mal so klein. Also schaut mal hier in meinen Kopf. Also, das ist ja richtig groß. Boah, was für ein Zustand auch. Ja, also wir waren, wie gesagt, schon vor Jahren schon mal hier, haben es aber, wie gesagt, nicht geschafft, diesen Berg praktisch nach unten zu kommen. Und ja, umso schöner ist, dass man das jetzt noch sieht. Ich kann mich
deshalb auch nur bruchstückhaft erinnern, was jetzt hier alles drin zu sehen gewesen ist und wie die Anlage aufgebaut ist. Auf jeden Fall sieht man auch noch einiges an Resten mit den wirklich alten Kabel. Das ist auch alles noch original. Ihr könnt es hier sehen mit dieser Ummantelung, diese typische. Und hier die Belüftungsrohre auch. Hier haben wir nochmal Rauchen verboten, wo leider hier schon einer rüberschmieren musste. Und hier steht das auch nochmal für Werksfremde mit rotem Ausweis. Also wer da, sage ich mal, jetzt wirklich genau Bescheid weiß, ich könnte es natürlich dann auch nochmal im Nachgang recherchieren, aber der kann es uns gerne schon mal hier reinschreiben. Klar, Werksfremde sagt es im Prinzip schon aus, aber ob damit jetzt allgemein Zivilisten gemeint sind, die jetzt zufällig hier mit in dem Bereich, also die hier einfach jetzt in dem Moment gewesen sind, warum auch immer, Besuchergründe etc., das kann ich jetzt nicht sagen. Hier sind noch Schuhe, aber das ist alles etwas neumodischer. Ja. Und hier ist wahrscheinlich, da ist noch ein Zugang. Da gehe ich jetzt mal nicht hin. Und hier würde es jetzt im Prinzip weitergehen. Also da, Melanie, war noch ein zweiter Zugang. Hier auf der Seite. Auf jeden Fall ist die Anlage sehr, sehr groß. Musste sie ja auch, weil es war ja entsprechend viel Personal hier tätig, viele Werksarbeiter. Ein Nebenraum, das könnte eventuell sogar Toiletten gewesen sein, ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass das hier Toiletten oder Betriebsräume gewesen sind, wo vielleicht auch ein Aggregat stande. Ich glaube, das ist wirklich alles original. Das ist Bakelit hier. Hier scheint noch ein Zugang zu sein. Ja, hier sind überall Sachen abgestellt, alte Flaschen und so weiter, die man hier vielleicht im Nachgang mal rein. Also so eine richtige Nachnutzung habe ich nichts von gelesen. Also der ist riesig. Also wir sind jetzt nur in diese eine Richtung jetzt gerade gegangen. Und schaut mal, hier oben ist sogar noch eine riesige Keramikfassung. Man sieht auch hier, dass hier die Kabel gezogen wurden für den Strom, für die Stromleitung. Hier unten, das sind auch alles noch die Originalkabel hier. Hier ist noch eine Anschlussdose oder ein Schalter. Hier waren irgendwelche riesigen Karaffen drin. Und ein Teil von einem Fass. Also hier findet man auf jeden Fall noch einige Relikte. Also wir haben ja schon einige Anlagen besucht und so wie der aussieht, hätte der vermutlich auch wieder 1000 Leute fassen können. Ne? Also wir haben ähnliche Anlagen in der Größenordnung gesehen, wo es explizit ausgeschrieben war. Und ich vermute mal ganz stark, dass hier auch so viele reingepasst haben. Zack. Hier unten ist überall noch so Krimskrams. Alte Flaschen und irgendwelche
Metallringe. Boah, und hier haben wir nochmal eine Schrift und schaut euch mal hier diesen, ich weiß nicht, ob das leuchten könnte, fluoreszierende Farbe ist. Sieht glaube ich nicht so aus, ne. Aber vermutlich ist es das mal gewesen. Es zeigt nämlich hier direkt auf diesen Bereich hier, wo steht, dieser Raum muss für technische Arbeiten freigehalten werden. Also ja, war hier irgendwas angeschlossen, weil hier geht es scheinbar wirklich in den Betriebsraum. Boah, krass. Hier ist echt noch einiges zu sehen. Vom Filtersystem hier noch die Anlage für den Strom, Starkstrom. Hier kam höchstwahrscheinlich auch eine Filtermatte rein. Und hier konnte man per Hand, krass, per Hand das Ganze wieder kurbeln. Das haben wir euch auch schon mal in einigen Anlagen gezeigt, wo es halt noch funktioniert hat. Aber schaut euch mal den Zustand an, also richtig festgegammelt, richtig schön verrostet. Hier ist sogar noch ein bisschen Holzummantelung um Griff. Hier unten ist noch ein Schraubenschlüssel. Ja, und hier sind jeweils 2 Filtertöpfe, die hier angeschlossen gewesen sind, die auch schon hier total vergammeln. Aber schaut euch das mal an, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich brauche eigentlich jetzt hier nicht dran rumdrehen, ich will es eigentlich auch gar nicht so. Nee, das ist alles fest, da macht man halt nur mehr kaputt. Das wollen wir nicht. Aber das ist Wahnsinn, schaut euch das echt mal an. Das ist unheimlich mit den Geräuschen, ne? Also hier sind permanent irgendwelche Geräusche, womöglich von der Industrieanlage hier. Aber ich sehe hier jetzt keine Plakette, Typenschild oder sowas. Das ist aber mit Sicherheit schon abgekratzt vor Jahren. Ja, man sieht halt auch, dass es wirklich viele Eingänge jetzt hier in die Anlage gab. Das ist jetzt schon der 4., den wir sehen. Auch hier hat man das Ganze ein bisschen zweckentfremdet und sein Leergut hier gestapelt. Ich glaube, das kann man heute auch noch abgeben. Schaut euch das mal an. Boah. Guckt euch das mal an. Also hier hat einer richtig gesammelt. Die Tür ist auch zu da hinten. Boah, das ist heftig. Boah, also wer sich berufen fühlt, könnte das alles mal abgeben. Da kommt bestimmt noch der ein oder andere Euro dabei rum. Krass. Also in jedem großen Raum stand hier ganz groß und breit, damit es halt jeder auf dem Schirm hat, Rauchen verboten. Hier ist es etwas ausgeblichen, aber man kann es trotzdem noch sehr gut erkennen. Und ich vermute mal, dass hier unten, darunter, ringsrum halt Bänke wieder gewesen sind, die man hochklappen konnte. Ich glaube, hier unten liegen halt auch Reste davon. Die hat man dann halt überall rausgenommen. So, wir sind ja jetzt hier reingekommen und sind dann nach rechts gegangen. Und jetzt gehen wir links. Jetzt haben wir nochmal richtig schön wieder die riesige Schrift Rauchen verboten. Dann ist das hier nochmal mit einem roten Streifen abgesetzt. Und hier steht jetzt nochmal was Krasses, was ich so noch nie gesehen hatte. Nur bei Nachtalarm, diese Bunkerhälfte bleibt frei. Für Arbeitsmeiden, Durchgang frei halten, Arbeitsmeiden, sind das Frauen, ne? Ich wollte gerade sagen, Meiden, dass man das noch gesagt hat. Arbeitsmeiden, müsst ihr euch mal überlegen. Für Arbeitsmeiden. Aber ich frage mich jetzt gerade, was der ihre Tätigkeit war. Nur bei Nachtalarm, diese Bunkerhälfte bleibt frei, für Arbeitsmeiden, Durchgang frei halten.
Also ich habe die Begrifflichkeit meiden schon mal gehört, Arbeitsmeiden eher weniger. Und jetzt stellt sich mir die Frage, was haben die Personen, also was waren ja offensichtlich Frauen, dann gemacht und dass die jetzt hier auch einen separaten Bereich bekommen haben im Bunker. Das ist wirklich sehr interessant. Also sowas ist absolut selten. Ich habe sowas noch nie gesehen. Diesen Ausspruch. Arbeitsmeiden, okay. Aha, hier ist noch mal was. Guck dir das mal an. Jeder männliche oder weiblich hat sich der Reinigung des Stollens zu beteiligen. Jeder männlich oder weiblich hat sich an der Reinigung des Stollens zu beteiligen. Also das sind jetzt so Schriften, Anweisungen. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Also die sind nicht... Ja, also die hat man in den Anlagen jetzt nicht so häufig gesehen. Also die sind schon sehr individuell. Gut, spricht wahrscheinlich dafür, dass da die Firma im Prinzip ihre Arbeiter halt auch entsprechend angewiesen haben. Hier auch nochmal Begrifflichkeit, dass man das hier einen Stollen nennt, den Ausbau hier, diese Luftschutzanlage, also ein Luftschutzstollen, der ja auch komplett ausbetoniert ist. Aber diese Sprüche und Anweisungen, die finde ich schon sehr, sehr individuell und habe ich in der Form echt noch nicht gesehen. Da könnt ihr mir bitte gerne mal reinschreiben, gerade die Begrifflichkeit Arbeitsmeiden, wo ihr das schon mal gelesen habt. Ich finde das wirklich toll, also dieses Relikt noch so zu sehen. Ja, zwischen diesen zwei Abschnitten hier, wo diese schönen Schriften stehen, gibt es auch noch mal eine Räumlichkeit. Ich vermute mal, dass diese einzelnen Abschnitte immer mit wo Toiletten eingebaut gewesen sind. Man kann es leider irgendwie so nicht mehr richtig erkennen, weil hier alles im Prinzip ausgebaut ist. Aber ich vermute mal, weil ja jeder von diesen größeren Räumlichkeiten wieder so einen kleinen Raum hat. So Leute, und das ist immer ganz wichtig. Gut, dass ich hier mit Melanie unterwegs bin. Weil Melanie hat jetzt wieder was gefunden, was ich nicht gesehen habe, obwohl ich gerade mit euch hier reingegangen bin. Schaut euch das mal an. Hier hat einer reingeritzt. Tja, was das erste heißt, weiß ich nicht. BAC, B-A-C. Das eine sieht aus wie ein R, obwohl der Bogen auf der falschen Seite ist. Und dann 18.06.1943. Und ich würde mal schätzen, dass das Original ist. Es macht keinen Sinn, warum sollte einer das so reinmachen. Die 3 hier hinten, die sieht auch komisch aus mit diesem Strich nach unten. Und diese 4, das ist also auch so akkurat, wie man früher schreiben musste. Schönschrift. Das wird original sein. Also klasse, dass Melanie das jetzt gerade wieder gesehen hat. Also man darf nicht durchrennen durch die Anlagen, sondern gerade die Menschen, die hier Unterschlupf gesucht haben beim Bombenkrieg, die haben sich natürlich dann ihre Zeit so ein bisschen, die mussten ja hier überdauern und haben ihre Zeit hier abgesessen und haben sich dann halt abgelenkt, auch mit solchen Kritzeleien oder man schreibt eben sein Geburtsdatum rein oder seinen Namen. Das ist schon Wahnsinn. So, wir gehen jetzt hier ums Eck. Aha, hier steht jetzt wieder nur für Frauen, also der mittlere Komplex, wo wir rein sind, der scheint halt nur für Frauen gewesen zu sein. Also man hat das hier klar differenziert und guck mal, Melanie, hier, darunter ist sogar noch ein Pfeil gezeichnet, der muss auch diese fluoreszierende Farbe gehabt haben. Der ist hier nur noch so leicht rötlich hier zu erkennen. Genau, da geht er her. Man sieht noch die Umrandungen und so einen leichten Gelbstich. Also ich vermute ganz stark, dass der geleuchtet hat. Wenn hier Strom ausgefallen ist, dann konnten die Personen halt noch sehen, wo sie hinfliehen mussten. Also wir haben den Test gemacht, Leute, und ihr seht nichts. Also es leuchtet halt nicht mehr. Schade. Ja, und das ist jetzt wieder das, da regen wir uns jetzt gerade wieder auf. Das hat einfach nur was mit Mutwilligkeit zu tun. Ich zeige es euch eben erstmal. Hier ist nochmal dieser schöne Ausspruch, jeder männlich oder weiblich hat sich der Reinigung des Stollens zu beteiligen. So, und jetzt stellt sich mir die Frage, jetzt ist hier so eine Menge Platz.
wenn man schon so doof ist und hier wirklich den Ausgang nicht finden sollte, bei jetzt mittlerweile schon 4 gezählten Ausgängen, warum muss man den Pfeil über diese Schrift sprühen? Da unterstelle ich einfach Mutwilligkeit und Doofheit einfach. Ne? Das ist doch Schwachsinn. Also, es ist schon ein historisches Relikt und man kann es ja so lange erhalten wie möglich. Es wird irgendwann sowieso ausbleichen und die Farbe verlieren, abbröckeln, was auch immer. Und das ist einfach nur dumm. Und deshalb tue ich mich schwer, unbekannten oder mir nicht bekannten Personen irgendwie ansatzweise halt mitzuteilen, wo sich solche Anlagen befinden. Also mittlerweile wird er getauscht wie, keine Ahnung, sonst was, Pokémon-Karten. Da fühlen sich einige Menschen berufen, permanent Locations irgendwie zu tauschen. Aber das kommt dabei raus. Ich will das nicht allen unterstellen. Von 100 Personen, wo man jetzt vielleicht irgendwie eine Location verraten, abgegeben, wie auch immer, werden 99 Personen das vernünftig behandelt haben, da durchgegangen sein, ihre Fotos gemacht haben oder das so wie wir dokumentiert haben. Und die eine Person, die hat wieder einen Schuss nicht gehört und meint halt hier den ganzen Blödsinn zu beschmieren. Ne? Also auch wie das hier, das sind für mich halt Kinder. Das ist nicht erwachsen und manchmal sage ich mir, reg dich überhaupt nicht mehr auf, akzeptiere es so, aber das ist, ich weiß nicht, irgendwie fühlt man sich trotzdem berufen, da immer irgendwie was zu sagen, keine Ahnung. Aber die Bauform hier, die ist auch wieder klasse, wenn ihr das mal seht hier. Auch hier ging es nämlich rein, das wäre jetzt schon Zugang Nummer 5. Der ist jetzt mal zugemauert, aber 4 Stück, das ist jetzt schon der 6. Der mit den Flaschen war auch ein Zugang, da war allerdings die Tür zu. Also man hätte jetzt 6 Zugänge, wo 4 jetzt noch offen sind. So, das scheint sich dann wirklich in jedem Raum zu wiederholen. Hier ist sogar noch mal ein Schalter, auch wieder hier an der Stelle, wo das so schwarz untermalt ist. Und hier haben wir wieder das Rauchen verboten, riesig. Da musste man wieder drüber malen. Aber hier haben wir jetzt wieder den Schriftzug gut erhalten. Also da hat man wirklich schon Wert gelegt, dass sich die Personen, die hier drin befanden, das dann halt nach jedem Angriff, nach jeder Bombardierung halt entsprechend sauber verlassen, ne? Je nachdem, wie lange man da drin war. Hier kann man auch ein bisschen das Gemäuer reingucken. Ja, also klar. Man hat es ja immer irgendwie differenziert, aber man musste es hier scheinbar, also man musste die Person hier nochmal wirklich darauf hinweisen, weil es wahrscheinlich auch Konflikte gab und sich vielleicht Männer nicht berufen haben, diese Anlage halt zu reinigen, ne, obwohl sie es genauso mit genutzt haben. Und das ist ja gut, dass man hier jetzt keine Ausnahme gemacht hat und jetzt die Frauen wieder irgendwie als Putzfrauen abgestempelt hat. Ja, die können das ruhig mal machen. Das finde ich schon klasse, dass man das da, aber es ist sowieso traurig, dass man es explizit, ob das damals oder heute ist, halt wirklich erwähnen muss, ne, oder die Leute darauf hinweisen muss. Das ist wirklich eigentlich ein Witz. So, hier haben wir aber keinerlei persönliche Inschriften, sage ich jetzt mal, oder Hinterlassenschaften. Aber wir haben jetzt ein klares, also die Anlage, die wiederholt sich jetzt vom Bau. Ne? Immer, das war jetzt, glaube ich, der 4. große Raum mit dieser Schleuse dazwischen jeweils und den Ausgängen. Ne? Das wiederholt sich halt. Ja, Melanie hat hier schon spioniert. Tatsächlich, da hinten geht es zum nächsten Betriebsraum. Ja, also man kann schon sagen, in dieser Luftschutzanlage sieht man noch relativ viel. Hier ist leider wieder der Idiot unterwegs gewesen.
Ich weiß nicht, was diese Beschriftungen soll. Eher als ob man nicht zählen kann, wie viele Räume das gewesen sind hier, die man abgelaufen ist. Ja, schaut euch das mal an. Ich glaube, das ist hier wie so ein Eimer, wo man seine Notdurft verrichten konnte. Da sind sogar noch irgendwelche alte Flaschen drin. Und jetzt kann man hier den Deckel runter machen. Oder so wie man das in den Bergwerken kennt, in den Gruben. Da hatten die Bergleute auch sowas, was die dann halt, wenn das Ding voll war, irgendwann nach draußen schaffen mussten. Vielleicht hatten die hier in diesen Toiletten einfach nur diese Eimer gestellt. Weil ich habe da auch keine Löcher gesehen, dass das irgendwie nach draußen gesickert ist, dass man so eine Art Sickergrube gemacht hat. Das habe ich nicht gesehen. Ja, hier ist noch für die Elektrik. Oh nee, das fasse ich nicht an, das geht auch nicht mehr. Also hier liegt wirklich unten noch alles Mögliche an Relikten rum, Kleinstrelikten. So, dann wäre nämlich auch hier wieder ein Zugang gewesen. Ja. Boah, mir ist das Rauchen verboten, ja wirklich noch richtig gut erhalten. Also wie als ob das erst vor kurzem gemacht wurde. Das ist wirklich richtig, richtig gut, das Schwarz. Also habe ich in der Form mit den ganzen kleinen Anweisungen so noch nicht gesehen. Also da sieht man wirklich, dass diese Anlage halt auch aktiv genutzt wurde. Ne? Ja, ein riesiges Bewetterungsrohr bzw. Belüftungsrohr. Von Bewetterung spricht man ja eher im Bergbau. Und hier sieht man nochmal, wie das installiert gewesen ist hier. Ich weiß nicht, ob das hier so eine Filterkassette war, die hier nochmal montiert gewesen ist. Und dann kommen wir hier wieder in den Betriebsraum. Hier ist sogar noch eine alte Holzkiste und sogar noch Lederreste, Melanie, ne? Lederreste von, keine Ahnung, könnte auch irgendwie an der Kiste gewesen sein. Hier ist noch irgendwie, weiß nicht, was das ist hier. Irgendwelche komischen Behälter. Ich weiß nicht, was hier drin war. Betriebsstoffe? Nee, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade keine Idee, für was diese Behälter gewesen sind. Die sind auch aus Metall. Und ja, hier wieder die zwei Belüftungsvorrichtungen, wo man hier auch manuell das Ganze betreiben konnte. Und hier sieht man auch mal, wie diese Filter hier aufgebaut gewesen sind. Die Filtertöpfe mit den Matten hier. Der ist nämlich hier mal komplett auseinandergefallen. Ja, krass. Und es liegt hier immer noch nach über 80 Jahren hier drin und rostet so langsam vor sich hin. Und das ist toll, also wenn man das so in der Form halt sieht, ne, unbeschädigt und den natürlichen Verfall halt ausgeliefert. Also der Rost hier wird irgendwann diese Rohre halt komplett hier zum Abstürzen bringen. Hier unten liegt der, das ist ja auch schon komplett angefressen, da könnt ihr das sehen. Irgendwann haben die keine Stabilität mehr und dann fallen die hier einfach von der Decke. Wahnsinn. Ja, wir sind jetzt hier nochmal in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Toilettenraum. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es hat den Anschein, dass man einmal für Damen und Herren hier eine Toilette gemacht hat. Und hier sind wieder solche Zeichnungen, die können natürlich jünger sein, aber sind trotzdem in einem merkwürdigen Stil. Das kann natürlich alles jünger sein, ne? Aber vielleicht auch nicht so jung.
Hier ist auch angedeutet so eine Frau, also zumindest die Haare irgendwie mit so einem komischen Schnitt wieder, wie man es damals gehabt hat. Schwierig. Könnt ihr mal sagen, ob das mehr aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammt oder eher jünger? Weil was halt wieder komisch ist, dass es einfach wieder so ein Kohlestift ist, ne? Also heutige Kritzeleien, die passieren nicht mit Kohlestift. Das ist halt so das, was mich so ein bisschen stutzig macht. So Freunde, das war es jetzt mit diesem Video. Das war ja für uns sehr, sehr spektakulär. Also wir haben viele Inschriften entdeckt, die wir so gar nicht mehr auf dem Schirm hatten. Wie gesagt, wir waren vor Ewigkeiten, wollten wir diese Anlage uns anschauen, haben es aber dann nicht gemacht. Deshalb sind wir eigentlich froh, dass wir es jetzt geschafft haben und auch, dass sie nach all den Jahren immer noch eigentlich sehr gut intakt ist, bis auf einige Schmierereien. Aber diese Schriften, die sind hier wirklich sehr, sehr einzigartig, so wie wir finden. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr ähnliche Schriftzüge schon mal gesehen habt. Also die waren wirklich sehr außergewöhnlich. Und die Anlage an sich ist halt auch sehr, sehr groß. Und also es hat eine Menge Spaß gemacht. Wir werden jetzt den Aufstieg hier auch nicht filmen. Das ist alles sehr, sehr kriminell. Und wir verabschieden uns und schaltet das nächste Video ein, gebt uns ein Däumchen und dann sage ich mal bis dahin, ciao.